Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und heute möchte ich Ihnen mal ganz aktuell etwas zur G2-Lage erklären. Und zwar gibt es da einige Dinge aus medizinischer Sicht, die sehr wohl von Vorteil sind, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Dingen, die möglicherweise gar nicht so vorteilhaft sind. Und wenn Sie vielleicht so ein bisschen nachempfinden wollen, unter welchem Entscheidungszwang und Gedanken und Beweggründen unsere Politiker stehen, dann sollten Sie dranbleiben und ich versuche Ihnen da ein wenig mit Neuigkeiten oder aufklärenden Hinweisen zu helfen. Also, bis gleich. (2G) bedeutet geimpft oder genesen. Und damit verbunden ist in Hamburg, dass Gastronomen entscheiden können, ob sie 2 oder 3G machen wollen. Und in Bremen wird dieses laut diskutiert und am letzten Wochenende wurde es auch bereits in der örtlichen Presse diskutiert. Die Gastronomen sind von 2G eigentlich ganz angetan, weil sie nämlich sagen, okay, ich muss die also nicht testen, die müssen keine Maske tragen, ich brauche die Abstandsregeln nicht mehr einzuhalten, ich kann meine Räumlichkeiten wieder vollstellen, ich kann deutlich mehr Umsatz machen, ist doch geil, lass uns das tun. Diejenigen, die da hingehen wollen, finden es wahrscheinlich genauso gut, denn sie sagen sich, ich bin geimpft oder ich bin genesen und ich wollte schon immer mal wieder am Leben teilnehmen, also gehen wir dahin. Was ist daran vielleicht kritisch zu betrachten? Dazu brauchen Sie natürlich ein paar Vorinformationen. Und dieses unterlege ich Ihnen jeweils mit Studien, aus denen ich dieses Wissen habe, denn ich habe das auch alles nicht geprüft, sondern ich kann Ihnen nur das, was auch den Beratern der Politiker bekannt ist, transparent machen. Wir wissen, dass wenn jemand geimpft ist, er 27 Mal häufiger infiziert wird als jemand, der genesen ist. Studie aus Israel. Wir wissen, dass jemand, der genesen ist oder als genesen gilt, nicht wirklich genesen sein muss. Denn wenn die Polymerase-Kettenreaktionen mehr als 25 Umdrehungen gemacht haben, kann es sein, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit dann etwas gemessen hat, was zwar Kontakt zum Virus hatte, aber nicht mehr infektiös war. Der Vorteil ist, auch dazu gibt es eine Studie, wer Kontakt zu jemandem hat, der infiziert ist, ohne sich selbst zu infizieren, hat trotzdem einen verbesserten Nachweis einer T-Zellimmunität. Was das ist, kriegen wir im Verlauf noch. Nichtsdestotrotz, jemand, der also tatsächlich so eine Erkrankung durchgemacht hat, hat eine deutlich bessere Schutzfunktion gegenüber einer Neuinfektion, weil er nämlich neben den Antikörpern, die ja bei der Impfung entstehen, auch Antikörper gegen das N-Protein hat und darüber hinaus die T-Zellimmunität besser ausgeprägt hat. Der Vorteil derer, die geimpft sind und das vielleicht haben, aber nicht so gut wie der es gelebt hat, haben die Chance, wenn sie sich jetzt infizieren, einen blanderen Verlauf zu haben und anschließend auch als genesen zu gelten und auch eine so breite, gute Immunantwort zu haben. Als wir diese Studie da in Israel, als sie gemacht wurde und auch veröffentlicht wurde, ausgewertet wurde und als die ersten Infektionen über das Ursprungsvirus in der Wuhan-Variante dafür sozusagen die Grundlage bildeten, da hat man die Erfahrung gemacht, dass es in Familien, wo jemand infiziert ist, gar nicht dazu führen muss, dass die anderen Familienmitglieder sich auch infizieren. Jetzt in der Delta-Variante spricht man davon, dass das Virus sich wie windpockenartig verbreitet und dass man sozusagen nur an so einem Virus vorbeilaufen muss oder an jemanden, der so ein Virus hat und schon hat man es aufgesagt. Und das bedeutet, dass wir im Grunde genommen auch bei den Geimpften damit rechnen müssen, dass diese, wenn sie denn infiziert sind, 27 Mal häufiger als die Genesenen, dieses Virus auch verbreiten. Dazu müssen wir jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen in die Immunologie einsteigen. Wenn wir geimpft werden mit einem Impfstoff gegen Corona, wie er jetzt aktuell in Deutschland am Markt ist, dann entwickeln wir primär neutralisierende Antikörper gegen die Wuhan-Variante. Und diese neutralisierenden Antikörper sind blöderweise nicht im IgA-Bereich, sondern nur am Anfang im IgM und danach im IgG-Bereich. IgA bedeutet, dass es sich auf der Endothel- oder Epithel, also unserer Körperaußenfläche, der Tunnel durch uns durch oder die Lunge gilt auch als Außenfläche,
präsentieren und uns dort schützen, also quasi uns gegenüber der Umwelt abschotten. Und IgM ist die Sofortreaktion, frühe Reaktion einer Immunantwort als Antikörper, und IgG sind die Gedächtniszellen, die dann länger da sind. Neutralisierend bedeutet, wenn so ein Virus diese Außenfläche durchdrungen hat, in uns eingedrungen ist, dann kommen diese IgG oder anfangs IgM zum Zuge, greifen die und können deren Andockrezeptoren so blockieren, dass die eben nicht mehr andocken können, und damit werden sie präsentiert und abgeräumt und aus die Maus. Wenn die allerdings nur 96 oder 98% Wirkung haben, gehen ein paar durch. Die kommen in irgendwelche Zellen hinein, die vermehren sich da drin, die werden wieder ausgestoßen, dann kommen wieder unsere IgG-Antikörper, fassen die und ein paar bleiben übrig, bla bla bla. Aber irgendwann lernt das Immunsystem dabei und vermutlich wird derjenige gar nicht richtig krank. Wenn wir die T-Zellimmunität nicht richtig ausgeprägt haben, nicht richtig heißt nicht gar nicht, aber zumindest nicht optimal, dann können die Viren, die auf uns treffen, ohne Abwehr sozusagen in unsere Endothelzellen, dazu gehört also die ganze Schleimhaut, die Augen, Nase, Rachen, Lungenbereich, der Magen-Darm-Trakt, Vaginalschleimhaut im weitesten Sinne auch, grundsätzlich Epithel auch unsere Haut, eindringen, wobei wir wissen, dass dieses Coronavirus natürlich nicht über die Haut eindringt, sondern über die Schleimhaut. Und dort vermehren sie sich zunächst lokal, und in dem Moment, wo sie soweit fertig sind, also Produktionsende, geht die Zelle kaputt und diese Viren werden freigesetzt. Wenn wir in diesem Moment laut reden, wenn wir husten, wenn wir niesen, wenn wir lachen, schwitzen, schreien, dann setzen wir diese Viren frei. Mit einer windpockenartigen Ausbreitungsfähigkeit. Und andere Viren, die wir nicht abhusten oder so, gehen auch in uns rein und werden von den neutralisierenden Antikörpern neutralisiert. Merken Sie was? Wenn ich also die Geimpften und die Genesenen nicht kontrolliere, nicht Antigentests mache, sie frei zusammenkommen lasse, die möglicherweise denken, ich bin doch geimpft, mir kann gar nichts passieren, und die gehen anschließend zurück in ihre Familien, auch zu den älteren Mitbürgern oder in den Sportverein oder wo auch immer hin, auf die Arbeitsstelle. Auch dort habe ich in der Tagesschau gesehen, manche Firmen gehen so vor, dass sie denen, die sagen, ich bin geimpft, irgendwie so eine Green Card verpassen. Dann haben sie so ein Kärtchen drum und sagen, hey, ich bin geimpft, ich kann hier ohne Maske, ohne Abstand, ohne zu testen rumlaufen. Schau mal, wie toll ich bin. Und holen sich damit gegebenenfalls ein Risiko in den Betrieb oder in das Umfeld, was zunächst dazu führt, dass am Ende jeder infiziert ist. Da müssen wir hin, das habe ich in einem meiner allerersten Videos ja auch schon gesagt. Es verläuft gegebenenfalls blander, auch das ist möglich. Es muss aber nicht immer blande verlaufen. Und es kann auch dazu führen, dass wir relativ schnell einen großen Krankenstand erstmal haben, die nicht zwingend ins Krankenhaus müssen. Das ist natürlich jetzt auf dem Schirm, deswegen will man von der Inzidenzrate weg. Inzidenz wird ja im Moment auch wenig getestet. Wenn ich alle Geimpften und Genesenen nicht teste, dann nur die Ungeimpften teste, habe ich natürlich auch eine viel kleinere Inzidenzzahl. Und alles, was dann nachher an schlimmem Verlauf ist, ist natürlich relativ schlimmer, weil ich eine viel kleinere Ausgangsmasse habe. Das sind aber statistische Spielereien. Und ich laufe also Gefahr, dass ich das, was ich eigentlich unterdrücken will, nämlich die schnelle Ausbreitung, genau mit dieser Politik jetzt konterkariere. Die Kultusministerkonferenz hat sich ja jetzt beraten und hat ja entschieden, dass die Kinder getestet werden sollen am Anfang. Und wenn in der Klasse ein Kind positiv ist, müssen natürlich nur die Nachbarkinder getestet werden. Und wenn es dann nach 5 Tagen negativ ist, darf dieses Kind auch wiederkommen. Wenn Sie aber bis hierhin mitgedacht haben und nochmal wissen, dass es im Moment windpockenartig sich verteilt und jemand, der eine kurze Zeit irgendwo in einem Raum ist, egal was jetzt eine Gastronomie ist, ob das eine Disco ist oder was ein Schulzimmer ist, hat wie ein Windpockenkranker im Grunde genommen diese Viren im Raum verteilt und jeder hat sie irgendwann mal inhaliert. Das heißt, nur den Nachbarn zu testen und zu sagen, die anderen sind ungefährdet, ist an dieser Stelle, an dem, was wir bisher über die Delta-Variante wissen, also meilenweit vorbeigedacht. Die Gefährlichkeit dieser Erkrankung ist natürlich von verschiedenen Wissenschaftlern ganz unterschiedlich betrachtet worden und ist natürlich auch statistisch
unterschiedlich ausgewertet worden. In Israel und Amerika ist es so, dass man mittlerweile sagt, wir machen einfach bups die 3. Impfung. Weil man einfach sagt, die Impfung an sich hat diese Schutzfunktion, die wir eigentlich wollen, auf die wir abzielen, nicht erreicht. Wir müssen sicherer sein. Wir müssen also noch einmal nachimpfen. Und auch da gibt es sicherlich irgendwelche Wissenschaftler, die das sauber ergründet haben, Statistiken geführt haben und gesagt haben, es muss jetzt so gemacht werden, weil die Impfung ist einfach nicht wirksam genug. Die Studienlage, die ich dazu kenne, zeigt eigentlich, dass die über 70, im Durchschnitt also 71-Jährigen, besonders gefährdet sind. Das mag daran liegen, dass die ihre T-Zellimmunität eben nicht so richtig gut ausgeprägt haben. Und insofern ist es wichtig, dass man sich im Grunde genommen um diese T-Zellimmunität kümmert. Dafür ist eine mitochondriale Funktion wichtig und dafür ist wichtig, dass wir alle Mikronährstoffe geben. Ganz besonders wichtig ist aber, dass wir genügend mit Vitamin D versorgt werden, weil diese T-Zellen einen Vitamin D-Rezeptor haben, den sie ausfahren und nur wenn der besetzt wird mit Vitamin D, sind sie überhaupt in der Lage, eine T-Zellimmunität auszuprägen. Das ist etwas, was wir ja aus den Wintermonaten schon kennen, denn jetzt denken Sie 15. Oktober, da ist sozusagen die Erdkippung wieder das Problem. Wir haben trotz sonnigen Tages eben nicht die Möglichkeit, einen UV-Index über 3 zu entwickeln. Damit können wir kein Vitamin D mehr mit der Sonne bilden, auch wenn die Haut braun wird. Und damit steigt allein, wenn wir dann nicht anfangen zu ergänzen, konsequent täglich, das Risiko für eine eingeschränkte T-Zellimmunität an und damit eben auch das Risiko für einen schlechteren Krankheitsverlauf. Und insofern müsste man gerade diese älteren Menschen, die allein schon aufgrund der auch im Sommer häufigeren, stärkeren Bekleidung, der eingeschränkten Vitamin D-Bildung über die Haut aufgrund des vorangeschrittenen Alters, auch in dieser Zeit besonders dahingehend untersuchen, begleiten, beraten, unterstützen, dass sie sich in der Form besser versorgen können. Eine 3. Impfung, ohne auf dieses Grundfeld, was ich gerade dargestellt habe, Bezug zu nehmen, ist aus meiner Sicht daher nicht unbedingt zielführend, weil man sozusagen auch da wieder am eigentlichen Ziel, nämlich der T-Zellimmunität, vorbeischießt. Impfungen an sich sind ja auch nicht ganz frei von Nebenwirkungen. Wenn man sich sozusagen mal anschaut, wie viele gemeldete Serious Adverse, also wirklich Nebenwirkungen, die als gravierend gelten, beim Paul-Ehrlich-Institut hinterlegt sind und welche auch einen fatalen Verlauf hatten, also im Zusammenhang mit einem Todesfall gemeldet wurden, dann sind diese Zahlen, wenn man das vergleicht über die letzten 20 Jahre von 2000 bis 2020, gegenüber alle anderen Impfungen, die wir hier in Deutschland gehabt haben, schon um ein Vielfaches höher. Und wenn man die Länder untereinander sich anschaut, dann gibt es natürlich Unterschiede von Land zu Land. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie eng die Leute beieinander wohnen, wie gut die ernährt sind, ein bisschen auch wie der medizinische Standard da drum ist und natürlich auch, wie man die Leute erreicht für das, was sie tun sollen und ob man vielleicht auch in eine Pandemie hinein oder sagen wir mal in eine Grippewelle hinein geimpft hat, bestimmte Abstände nicht einhält oder ob man in eine Erkrankung bereits hineingeimpft hat. Das sind Sachen, die kann man natürlich nur im Detail herausarbeiten. Dafür muss man viel Zeit aufwenden und das kann ich im Detail ja auch nicht sagen. Ich will es nur als Denkanstöße geben, woran es gelegen haben kann. Die Kultusministerkonferenz hat ja nun beschlossen und das Land Bremen hat auch in Bezug auf die Gesundheits- und ich glaube auch Kindergärten, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, beschlossen, dass die Ungeimpften sich ab jetzt täglich testen müssen mit einem Antigentest. Ist eine schöne Geschichte, dann hat man natürlich relativ nah die Möglichkeit herauszufinden, wann einer wo tatsächlich infiziert ist und auf seinen Schleimhäuten irgendetwas exprimiert und kann den sozusagen aus dem Verkehr ziehen. Bedeutet aber, wenn man mit dem Wissen, das wir jetzt vermittelt bekommen haben, sich nur um die Ungeimpften kümmert, eben eigentlich einen diskriminierenden Charakter, denn wir wissen ja sehr gut, dass die beiden anderen Gruppen, also genesen und geimpft, sehr wohl auch zur Verbreitung des Virus beitragen und möglicherweise, wenn jemand, der schon so gut vorgeschützt ist, dann dennoch daran erkrankt, auch die Frage der Variantenbildung, der Veränderung des Virus vielleicht genauer betrachtet werden müsste und das kann man nur herausfinden, wenn man eben regelmäßig testet und nachschaut. Was bezweckt man mit der Impfung? Mit der Impfung wird ja bezweckt, dass derjenige, der sich impfen lässt, geschützt ist.
Es geht also in dieser Sache um Selbstschutz. Es führt ja nicht dazu, dass der Geimpfte keine Viren mehr an andere verteilen kann. Es ist vielleicht reduziert, 40-60% ist das, was man so in verschiedenen Studien findet. Das heißt also, es bleiben mindestens 40% Viren übrig. Und wenn man das Windpockenproblem sich jetzt nochmal vor Augen ruft, dann reichen 40% locker aus, um damit genau das Gleiche zu erzielen, als ob ich 100% raushauen würde. Wenn ich das völlig negiere, völlig ausblende aus meiner Entscheidungsfindung, dann kommt man, glaube ich, zu Entscheidungen, die man am Ende nochmal neu überdenken muss, wenn die Real-Lifetime-Daten auch wirklich wieder einholen. Das, was Israel uns ja schon bereits meldet, mit 27-fach mehr Infektionen der Geimpften gegenüber den Genesenen. Nun ist es ja so, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die noch nicht geimpft sind. Dazu gehören die Kinder, weil sie einfach auch in die Gruppe gehören derer, die das geringste Risiko haben, an einer Covid-Erkrankung wirklich so schwer zu erkranken, dass sie daraus einen nachhaltigen, bleibenden Schaden behalten. Auch gibt es für die Gruppe der kleineren Kinder auch gar keine Studiendaten. Bei den schon etwas größeren Kindern, im 12. Lebensjahr, hat sich die STIKO, die dem Robert-Koch-Institut angegliedert ist, also auch eine Bundesbehörde, dazu entschieden, die Impfung zu empfehlen. Man möge bitte mal den genauen Text in der Empfehlung lesen. Da wird nämlich als Begründung angeführt, dass es darum geht, die psychosoziale Beeinträchtigung, möglicherweise Stigmatisierung dieser Jugendlichen, also Teenie ab 12 muss man ja sagen, zu vermeiden und dass deswegen diese Impfung hauptsächlich aus psychologischen Gründen empfohlen wird. Es gibt Menschen, die lassen sich deswegen nicht impfen, weil sie der Impfung an sich kritisch gegenüberstehen. Davon gibt es sicherlich welche, die haben ein Bauchgefühl und können es überhaupt nicht begründen. Und es gibt welche, die beschäftigen sich sehr intensiv mit irgendwelchen Studienergebnissen und beurteilen aufgrund dieser Grundlage für sich selber, ist das Risiko, das ich bei einer Impfung für eine Nebenwirkung habe, für mich akzeptabel? Oder bin ich bereit, das Risiko einzugehen? Oder denke ich eher, naja, wenn ich tatsächlich mit dem Wildvirus in Berührung komme, bei allen Maßnahmen, die ich für mich tue, gehe ich davon aus, dass ich einen so abgeschwächten Verlauf habe, dass auch das gut geht und das, was bei den Impfungen an Nebenwirkungen beschrieben wird, muss ja bei mir gar nicht auftreten. Aber es kann eben. Aber dann ist es schicksalhaft. Je länger man solche Studien sich betrachtet, zum Beispiel das Thema Myokarditis und natürlich auch immer, welche Gruppe man jetzt gerade für sich alleine herausnimmt, gibt es aber gerade hochaktuell auch wieder neue Hinweise, dass zum Beispiel wir ja wissen, dass durch die Impfung Myokarditiden entstehen können, in der Regel so 1 auf 20.000 Geimpfte, Männer mehr als Frauen. Und das heißt auch, dass nach 2, 3, also es tritt ja meist erst nach einem Monat so richtig auf und dann wird es 2, 3 Monate kontrolliert und dann hat es bisher immer in der Literatur einen recht blanden Verlauf. Hat man jetzt mal verglichen in einer Herz-MRT-Studie, wo man also Covid-Erkrankte untersucht hat und hat sie einfach mit Gesunden verglichen. Und da hat man gesehen, dass also die Myokarditis-Rate in der Gruppe der Covid-Erkrankten sich nicht von denen der Gesunden signifikant unterscheidet, sogar leicht darunter lag. Bei der kleinen Gruppe, die man genommen hat, 21 zu, glaube ich, 34 Personen, natürlich auch jetzt nicht riesengroß, aber doch zumindest bemerkenswert. Und wenn jemand, der sich intensiv mit so etwas beschäftigt und für sich selbst so ein Risiko erarbeitet, dann ist das ja nicht grundsätzlich ein Impfgegner. Dann ist das auch nicht grundsätzlich jemand, der andere vorsätzlich gefährden will, weil er vielleicht als Ungeimpfter 100% Viren verteilt und nicht nur 40. Und er riskiert ja für sich ein höheres Risiko, aber er gefährdet nicht die anderen. Die Frage, und wenn man sich Ergebnisse raussucht mit der Frage, wie viele Menschen muss ich überhaupt impfen, um einen Tod im Zusammenhang der Coronavirus-Erkrankung zu vermeiden und wie viele Tote treten möglicherweise im Zusammenhang der Impfung auf, dann ist es sicherlich auch bei dem einen oder anderen verständlich, dass er da etwas kritisch wird und sagt, das
Nutzen-Risiko-Verhältnis ist für mich persönlich so, dass ich vielleicht doch erstmal abwarte. Und die Studie, die ich hier eingeblendet habe, bezieht sich auf Daten aus den Niederlanden. Durchaus, glaube ich, ein Land, was mit uns Deutschland vergleichbar ist und wo auch ein vergleichbares Gesundheitssystem zu Hause ist, wo auch eine verlässliche Datenerhebung stattfindet, wo die gemeldeten Daten, ähnlich wie beim Paul-Ehrlich-Institut, eben auch bei den Meldenden rückverfolgt werden. Und mehr will ich eigentlich gar nicht loswerden, sondern ich möchte Ihnen einfach nur diese Informationen zur Verfügung stellen, dass Sie für sich denjenigen, der vielleicht sagt, ich möchte mich jetzt nicht impfen lassen, nicht als den Aussätzigen betrachten, nicht stigmatisieren, sondern dass Sie sagen, mit der Impfung schütze ich mich selbst, mit der Nichtimpfung gefährdest du dich, aber gefährdest nicht mich. Und wir können, so wie früher auch vor 18, 19 Monaten, ganz harmonisch miteinander umgehen. Und wir müssen uns nicht drängen lassen durch aus meiner Sicht fehlgenutzte Begriffe der Solidarität. Und es ist doch verwunderlich, dass sich im Wesentlichen Politiker nach vorne stellen und eine Meinung vertreten, dass aber diejenigen, die an Universitäten als Wissenschaftler arbeiten, mit Studien das wirklich hinterlegen, sich nicht hinstellen und eine solche eindeutige Meinung vertreten, sondern dass sie immer abwägen und dass sie sowohl die eine und die andere Seite auch beschreiben. Dass man natürlich in den Medien mal hört, wie ein Intensivarzt auf seiner Intensivstation gerade eben erzählt, wie schlimm es ist. Und es ist dann auch schlimm. Dann sind wirklich da die Betten belegt. Dann sind das ganz schwere Verläufe. Das ist nicht zu leugnen und es ist schlimm. Und es gibt aber auch Ärzte, die auf Kinderkrankenstationen sind, auch in den Tagesthemen oder Tagesschau, die 40.000 Kinder im Jahr mit allen möglichen Infektionen behandeln und für das letzte Jahr sagen, ja, wir hatten 20 Kinder. Das heißt, man muss also hier aufpassen, dass man sich nicht nur eine kleine Gruppe, einen lokalen Hotspot rausgreift, sondern dass man das große Ganze sieht, dass man das breit betrachtet, dass man nüchtern, informativ informiert und dass man diese einseitige Beeinflussung herausnimmt. Und wenn mein Beitrag das bei Ihnen erreichen kann, dann geht es mir gut. Tschüss.